So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ellen Sünkler und ich freue mich, dass ich Sie und euch heute wieder zu einer von unseren Silicon Economy Coffee Breaks begrüßen darf. Heute dreht sich alles um das Entwicklungsprojekt Modulares Open Source IoT Device. Der Name verspricht auf jeden Fall schon mal viel. Was sich da genau hinter verbirgt und was da eigentlich entwickelt wurde, dazu habe ich mir meinen Kollegen Sören Kerner eingeladen. Sören ist Product Owner für das Projekt und wird uns jetzt gleich ein bisschen Rede und Antwort stehen, was da eigentlich tatsächlich so hintersteckt, hinter diesem doch sehr voluminösen und langen Namen. Schauen wir mal. Hallo Sören, schön, dass du heute da bist und uns ein paar Fragen beantwortest zu diesem Entwicklungsprojekt. Hallo Ellen. Vielleicht steigen wir erstmal ganz easy mit einer kleinen Warm-up-Frage ein, und zwar: Was verbirgt sich für alle Leute, die wir jetzt irgendwie so ein bisschen Silicon Economy Newcomer vielleicht auch sind? Was ist ein modulares IoT-Device? Was kann man sich da eigentlich darunter vorstellen? Was wäre da so ein Beispiel vielleicht? Genau. Also erstmal IoT ist ja, denke ich, bekannt, steht für das Thema Internet der Dinge. Es geht also um kleine, vernetzte, eingebettete Systeme, die durch ihre Leistungsfähigkeit es hinbekommen, lange im Einsatz zu sein, also entsprechend Daten zu sammeln, Prozesse aufzunehmen und zu beeinflussen an der Stelle. Das Thema modulares IoT-Device, wir bauen hier im Institut schon seit 10, 15 Jahren IoT-Geräte, immer sehr speziell auf den Anwendungsfall fokussiert. Bekannt ist vielleicht die EPAL-Palette oder das Deboner-Display oder der InBin. Das sind immer Systeme, die wir entwickelt haben, speziell auf einen Fokuspunkt hin, also ein nicht General-Purpose-Device, sondern ein Single-Purpose-Device, was dazu führt, dass teilweise die Entwicklung einfach immer wieder neu angefangen werden muss. Für IoT ist das sinnvoll und wichtig, eben weil wie angesprochen, das Thema Akkulaufzeit ein sehr, sehr wichtiges ist. So ein General-Purpose-Device wäre zum Beispiel ein Handy, was man beliebig mit Apps versorgen kann, aber das weißt du selber, das ist dann nach einem Tag leer. Das macht in der Logistik keinen Spaß, wenn wir ein Handy irgendwo mit rumfliegen lassen würden und das jeden Tag aufladen müssten. Deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, gerade für die Silicon Economy ist es wichtig, viele Devices zu haben. Wir versuchen, sie eben so zu entwickeln, dass man Teile wiederverwenden kann. Deswegen die Idee Modularität. Es geht jetzt nicht darum, wirklich ein Gerät zu haben, was man mit einem Stecker zusammenstecken kann, aber genau die Hardware- und Softwarekomponenten, die sollen so gestaltet sein, dass sie einen möglichst hohen Wiederverwendungswert haben. Mhm. Danke dafür schon mal. Jetzt kannst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Das hier ist jetzt ein spezielles Device, was auch im Rahmen dieses Silicon Economy Projekts entwickelt worden ist. Mit welchem Anwendungsfall bzw. welche Problemstellung habt ihr eigentlich da betrachtet und wofür habt ihr eine Lösung entwickelt? Genau. Also das Projekt heißt nicht modulares IoT-Device, sondern Devices. Also wir bauen mehrere Devices. Okay. Das ist jetzt das erste. Das ist unser erstes Quartals-Epic, was wir entwickelt haben. Das ist also quasi ein Gerät, ein IoT-Device mit einem speziellen Anwendungsfall. Also wir entwickeln nicht im luftleeren Raum, sondern wir suchen uns Anwendungsfälle, wo wir dann immer jeweils ein Device umsetzen. Wir versuchen es dann eben so zu entwickeln, dass wir möglichst viele Komponenten wiederverwenden können und dementsprechend diese Modularisierungsgedanken angehen. Das ist jetzt das erste Gerät. Das, was wir hier sehen, ist ein Kühlbehälter, aber kein aktiv gekühlter Kühlbehälter, sondern da ist ein Kühlakku drin. Der hält durch seine Bauart, durch die Isolation, die Temperatur, aber natürlich nur so lange, wie der Akku betrieben ist. Also der Kühlakku, das heißt, hier ist kein elektrischer Akku drin an der Stelle. Solche Behälter kommen unter anderem im Transport für Impfstoff zum Einsatz. Deswegen haben wir gesagt, das ist ein sehr sinnvoller Anwendungsfall. Sehr aktuell relevanter Anwendungsfall, genau. Ist das jetzt ein Gerät, was die Außentemperatur überwachen kann, was die Innentemperatur überwachen kann. Wir haben hier einen Sensor über ein Bussystem integriert, sodass wir über die Differenz von innen zu außen eine Prädiktion gestalten können, wann denn der Impfstoff zu heiß wird. Entsprechend über Mobilfunk, über LTE KTM1 auch dann schon eine entsprechende Warnung, zum Beispiel einen Entfahrer geben können. Gleichzeitig verwenden wir hier das Thema Ortung, sodass wir auch eine Nachverfolgung und auch das Thema Übergang der entsprechenden Geräte, Ownership, also wenn der Lieferant
das Ganze zum Beispiel von der Apotheke entgegennimmt, wird das dokumentiert. Wenn der Lieferant nachher ausliefert und ich als Kunde diesen Impfstoff übernehmen würde, würde ich das entsprechend wird das dokumentiert, sodass wir das transparent nachverfolgen können. Gleichzeitig mit einer Mensch-Maschine-Schnittstelle. Man sieht auch hier wieder, dass die Idee des Inbindens Pate gestanden hat, dass wir sagen, wenn wir so ein Gerät schon mit Sensorik ausstatten, dann wollen wir auch direkt eine Schnittstelle, also wir wollen auch den Menschen in die Silicon Economy mit einbinden und haben hier dann zum Beispiel auch so Themen schon mit umgesetzt, wie den elektronischen Frachtbrief, den wir nochmal im Rahmen des Projektes später dann weiter untersuchen werden. Ja. Du hast jetzt für dieses spezielle IoT-Device jetzt ein bisschen den Kontext gesagt, okay, das kann irgendwie zum Beispiel für die Kühlung von Medikamenten oder auch Impfstoffen eingesetzt werden. Aber natürlich habt ihr euch bestimmt auch schon Gedanken über weitere Anwendungsmöglichkeiten gemacht, vielleicht auch schon Anfragen aus der Industrie. Das wäre natürlich das Allerbeste für uns. Vielleicht kannst du da so ein bisschen schon mal eine kleine Sneak Peek geben, was eventuell noch möglich wäre oder angedacht ist schon. Sehr, sehr gerne. Zum Thema vielleicht dann noch mal einmal kurz technisch zurück. Das ist ein relativ leistungsfähiges IoT-Device. Da steckt ein kleiner Prozessor drin, der ein richtiges Linux, also das ist ein Dual-Prozessor, der hat ein Embedded-Teil und ein Linux-Teil. Das heißt, wir reden hier eher von so etwas schon in der Größenordnung eines E-Book-Readers. Natürlich doch nochmal mit deutlich höherer Laufzeit durch unsere Optimierung, aber man hat hier ein sehr leistungsfähiges Device. Wir haben als nächstes, wie gesagt, das war das erste Quartals-Epic, aktuell entwickeln wir gerade ein weiteres Thema, den sogenannten Sensing-Puck, wo wir das Thema nochmal in einen anderen Bereich bringen, nämlich in den kompletten Bereich der Überwachung von Klimabedingungen. Also nicht nur Temperatur, sondern auch Feuchtigkeit, Ladungssicherung, Beschleunigung beziehungsweise über Beschleunigungssensor, Ruck etc. Hört sich jetzt erstmal relativ ähnlich an, das ist auch genau die Idee. Wir haben gewisse Teile hiervon wiederverwendet, nämlich zum Beispiel den Prozessor für die Kommunikation, also das Modem und auch den Sensor für die Temperatur haben wir wiederverwendet. Aber sehr viel wie den eigentlichen Prozessor haben wir nochmal komplett neu entwickelt und haben jetzt wieder eine neue modulare Komponente, die wir dann wiederum in weiteren Projekten, die wir in der Roadmap haben, die wir noch weiter bearbeiten werden, entsprechend wiederverwenden können. Vielleicht Größenordnung so, man ist dann preistechnisch deutlich unter diesem und erreicht dann eher Laufzeiten nicht von vielleicht, also wir wissen hier noch nicht genau, wo wir hinkommen, aber wir werden hier so in einem Bereich Monate liegen, dort liegt man im Bereich Jahre, sodass man halt schon eine ähnliche Technologie, aber mit einer ganz anderen Skalierung in der Anwendung hat. Also schon auch durchaus angepasst, gegebenenfalls an Lebenszeiten von solchen Ladungsträgern oder Ähnlichem. Genau, das ist das, was wir natürlich immer, du hast vorhin Industrie angesprochen, mit im Hintergrund haben. Wir haben aus unseren Erfahrungen aus den Labs, aus dem eben angesprochenen EPA-Lab oder aus dem Renus Lab haben wir Erfahrungen mit IoT-Devices, die wir entwickelt haben, wo wir eben genau normalerweise sagen, zum Beispiel der Level-Meter, den wir für Renus entwickelt haben, wir wissen, so eine Wertstoffcontainer hält so 7 bis 10 Jahre, dann wollen wir auch, dass der Akku so lange hält, weil einfach das Gerät hört sich jetzt vielleicht an, 20, 30 Euro teuer. Wir haben mal für einen Kunden eine Studie ausgeführt, der Wechsel von einer Batterie kostet allein 20 Euro an Personenstunden oder an Personenzeit und dann muss man halt schon das gegen die Anwendung rechnen an der Stelle. Wir sind genau mit diesem Projekt jetzt auch gerade im Gespräch mit einem Kunden, beziehungsweise wir haben flankierend ein Projekt mit Boehringer Ingelheim, wo wir ein Smart Panel entwickeln für einen Pharmacontainer, für Pharmastoffe. Und da werden wir natürlich, genauso ist ja der Gedanke, wir stellen das, was wir hier entwickelt haben, Open Source, möglichst viel von dem, was wir hier verwenden, auch dort in diesem Industrieprojekt wieder weiter verwenden, um entsprechend schneller in die Entwicklung zu kommen. Und das ist genauso der Grund dieses Projektes, beziehungsweise der Fokus von der Silicon Economy. Silicon Economy ist ja eine Datenökonomie, ein Betriebssystem, ein Ökosystem aus Plattformen, was eben aus Daten und KI besteht. Und da sehen wir eben, dass IoT-Devices als Nervensystem für so ein System eben die Daten liefern können. Und da muss es eben möglich sein, dann auch solche Geräte möglichst schnell für Kunden. Also dieses Thema einmal Rapid Prototyping, aber eben auch danach schnell von dem Prototypen in die industrielle Umsetzung zu kommen. Das ist was wir immer im Hinterkopf haben in dem Projekt. Ja, du hast es gerade schon kurz angerissen, deswegen können wir da auch relativ knapp wahrscheinlich nochmal eine Antwort drauf geben. Letztendlich sind ja diese IoT-Devices dann nur sehr, sehr kleine Bausteine, um die Vision der Silicon Economy letztendlich umzusetzen. Sie sind letztendlich die Schnittstelle und ermöglichen dann die Kommunikation in die Plattform. Ist das so richtig oder kannst du es noch weiter ausführen?
Genau, also es gibt natürlich Schnittstellen. Also im Rahmen der Silicon Economy entwickeln wir ja Basiskomponenten, die Broker. Dementsprechend gibt es auch den IoT-Broker, der dann nachher die Schnittstelle oder das Gateway von dem eigentlichen physikalischen Gerät in die Silicon Economy bietet. Aber so ein reines virtuelles Ökosystem, das würde in der Logistik nicht in die Anwendung kommen, beziehungsweise keinen Mehrwert bringen. Wir brauchen eben dann nachher die Komponente vom Cyberspace in den physikalischen Raum. Und da sehen wir IoT-Devices eben schon als das Thema, was auch der Logistik in der Anwendung am meisten hilft, Transparenz, Daten aufzunehmen, um dann daraus genauso etwas wie einen digitalen Zwilling, ein Abbild oder neue Geschäftsmodelle aufbauen zu können. Wenn die Daten aber nicht da sind, können wir das nicht machen, und wenn solche IoT-Devices zu teuer sind, gibt es keine Daten. Deswegen sehen wir da einen sehr wichtigen Beitrag dahingehend, die Industrie zu enablen, wie es ja auf Neudeutsch heißt, speziell angepasste, aber immer geschäftsbezogene, sinnvolle Geräte entwickeln zu können in Zukunft. Okay, jetzt haben wir schon, wissen wir, dass es ein modulares IoT-Device ist. Wir haben ein relativ breites Spektrum an denkbaren möglichen Anwendungsfällen. Jetzt ist es aber nicht nur ein modulares IoT-Device, sondern auch ein modulares Open-Source IoT-Device. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen und ein bisschen erläutern. Letztendlich stehen die Sachen Open-Source zur Verfügung, und alle Unternehmen, die jetzt sagen, wow, ich habe da eine Idee für einen Anwendungsfall, ich möchte es gerne nutzen, das ist möglich? Ja, definitiv. Also wir werden, was wir Open Source stellen können, Open Source stellen. Das trifft sowohl die Hardware als auch die Software. Natürlich, das Display haben wir zugekauft. Das ist ein Treiber, den hat der Hersteller entwickelt, den können wir hier nutzen, weil wir das Display gekauft haben, den können wir nicht Open Source stellen. Also wir werden nicht das komplette Device Open Source stellen können. Aber alles, was wir können, oder was wir Open Source stellen können, werden wir Open Source stellen. Das Gleiche gilt auch für die Hardware. Und weil wir gesehen haben, dass genau die Software eben eine sehr, sehr wichtige Komponente ist, gehen wir jetzt im weiteren Fortführen des agilen Projektes eben hin und bauen auch aus den Erkenntnissen, die wir jetzt haben, ein modulares Firmware, also das heißt IoT-Device oder IoT-OS-Betriebssystem. Es ist nicht im eigentlichen Informatiksinne ein Betriebssystem, sondern es ist eher eine Firmware. Aber auch da arbeiten wir jetzt eben an einer modularen Komponente, um dann Firmen eben zu ermöglichen, die auch in ihren Geräten einzusetzen. Alles klar, auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin schon total neugierig, wo man das alles nachher in der Anwendung in der Industrie sehen wird. Wenn Sie Interesse daran haben, die Kontaktdaten natürlich von Sören Kerner finden Sie auch auf silicon-economy.com. Ich freue mich, dass Sie da waren. Wenn Sie noch mal was nachsehen möchten, auch unsere anderen Coffee Breaks finden Sie auf unserer Website. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank Sören, dass du heute hier warst und uns so viel Antworten und Insights zu der Entwicklung gegeben hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn Sie dann wieder dabei sind bei unserer Silicon Economy Coffee Break. Bis dahin.